Heute melde ich mich von einem anderen Ort in meiner Wohnung, nämlich meinem Balkon. Und ich habe eigentlich ein YouTube-Short filmen wollen und das ist jetzt ein bisschen länger geworden, knappe 10 Minuten. Und da packe ich mal wieder ein Paket aus. Und da würde ich euch heute gerne mitnehmen. Und ich zeige euch mal als Update noch diese wunderschöne Ansellia africana, die immer noch fleißig blüht. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Macht's gut. So, es ist wieder Zeit für ein Unboxing. Hier ist ein Riesenpaket angekommen. Das passt gar nicht so richtig ins Bild, aber ich fange mal an aufzuschneiden. Überraschenderweise dürfte da nicht allzu viel drin sein. So, beziehungsweise so viele Pflanzen erwarte ich gar nicht. Der Riesenkarton macht auf jeden Fall Hoffnung, dass die Pflanzen groß sind oder besonders gut verpackt. Wir werden sehen. Oh, ich sehe schon, vielleicht ist die Antwort auch schon eine besonders gute Verpackung. So. Oh. Das sieht mir sehr nachhaltig aus. Das finde ich schon mal gut. Ich befreie das mal so ein bisschen. Es raschelt. Oh. Und schon wieder wird es was zu saugen geben. Ja, ich mag es immer sehr gerne, wenn da nicht unnötig neues Verpackungsmaterial zugekauft wird. Und gerade Papier ist ein super Dämmmaterial, auch bei kälteren Temperaturen. So, da sind 4 Pflanzen. Okay, 4. Ich hatte 3 erwartet. Wir schauen mal. Oder wir nehmen mal den Karton hier weg. So. Und nehmen uns die Pflanzen mal einzeln vor. Ach du Schande. So. Wollen wir mal schauen, was wir hier haben. Es müsste zweimal dieselbe sein, weil ich habe wieder eine Gemeinschaftsbestellung mit Alex aufgegeben. Schau mal gerade. Sehr, sehr gut verpackt. Wahnsinnig große Pflanze. Ich nehme an, das ist die Paphiopedilum delrosi. Die delrosi ist eine ziemlich alte, etablierte Hybride von 1961. Da wurde sie von Vacheron und Lecoufle, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bei der RHS angemeldet. Und das ist eine Hybride aus der legendären Rothschildianum und der Delenatii, einer sehr kleinen bleibenden oder kleiner bleibenden und kleiner blütigen Paphiopedilum. Die eine, die Delenatii buntlaubig und die andere nicht buntlaubig, die Rothschildianum. Und also ich bin sehr beeindruckt, das sollten blühstarke Pflanzen sein, dass die mehrtriebig sind, freut mich total. Und ich meine, ich hätte da gerade sogar, nee, ich habe noch keinen alten Blütentrieb gesehen, aber das ist schon mal eine sehr tolle Pflanze, die gefällt mir richtig, richtig gut. Mit der Größe hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig gerechnet. Wir schauen mal weiter. Ich muss die so ein bisschen abstützen, so groß ist sie schon. Was wir hier drin haben. Es wird dann wahrscheinlich auch nochmal die Delrosi sein. Wollten wir nämlich gerne beide haben. So. Schauen wir. Ja, das sieht so aus. Als wäre das ebenfalls die Delrosi. Also super verpackt. Wirklich absolut für jede Temperatur geeignet. Ja, das ist sie auch. Und auch eine tadellose Pflanze. Also wirklich toll, tolle Größe. Beide Pflanzen
eine gute Größe. Die eine ein bisschen längere Blätter, das heißt aber erstmal gar nichts. So, und jetzt bin ich ganz gespannt. Die ganz große, ich fahre sie mal durchs Bild, ist nämlich für mich. Und da freue ich mich schon drauf, auch wenn ich eigentlich gar keinen Platz habe für so ein riesiges Teil. Das ist auch richtig, richtig schwer. Oh, da fällt eine der Delrosis zu Boden. Ihr hört es rascheln und rascheln. Wow. Okay, krass. Okay. Das ist... Okay. Das ist eine herausfordernde Größe für so ein Unboxing. Ich lasse sie einfach mal liegen. Befreie sie hier noch ein bisschen. Das ist eine Cymbidium bicolor. Und das ist eine, ja, groß werdende Pflanze. Die kommt ja in Indien und Teilen Südostasiens vor. Und die ist für mich besonders interessant, weil die nämlich es warm mag. Die kommt aus Höhenlagen von ungefähr 400 bis 1100 Metern vor und eher in so trockenen Wäldern oder trockeneren Wäldern, also jetzt nicht so richtig tiefster, feuchter Nebelwald. Und das kann ich hier, glaube ich, ganz gut bieten, hier bei mir. Und die kann es bestimmt auch ganz gut mit meinem Balkon aufnehmen im Sommer. Mal schauen, ob ich sie da jetzt dieses Jahr noch heranführen möchte. Das weiß ich noch nicht. Man merkt auch, die hat recht sukkulentes Laub und also wahnsinnig große Pflanze. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, dass die schon so eine beachtliche Größe hat. Also ich bin schwer beeindruckt. Ja, also kann ich nicht anders sagen. Sieht sehr gesund aus, tolle Farbe hat das Laub. So, und jetzt müssen wir mal gucken, ob das hier etwa ein kleines Geschenk ist. Bin ich sehr gespannt, was das ist. So. Also es hat ja wirklich seinen Reiz, in Gärtnereien zu fahren und Pflanzen selber auszusuchen. Aber es hat auch auf jeden Fall einen Reiz, Pflanzen auszupacken. Da können wir jetzt mal gemeinsam die Gattung bestimmen. Das wird eine Phalaenopsis sein und das ist dann mit Sicherheit ein Geschenk. Ich schau mal, was das für eine ist. Sieht auch toll aus. Das ist eine Phalaenopsis minimark. Also eine ganz, ganz bekannte, klassische Hybride, die total beliebt ist und völlig zu Recht, weil die auch einfach sehr blühfreudig und schön ist. Ja, da freue ich mich drüber. Also ich habe eine Minimark, aber vielleicht wird sich da jemand anderes drüber freuen. Über diese wirklich schon große, schön gewachsene Minimark. Ich glaube, ich habe auf der Website gesehen, dass es ab einem gewissen Warenwert eine Gratispflanze gibt. Eine gratis Jungpflanze stand da und das ist jetzt definitiv so auf jeden Fall eine blühstarke Minimark mit tollen Wurzeln. Also mein lieber Mann. So, jetzt habe ich auch schon gezeigt, wo sie herkommt. Das Päckchen war nämlich von Orchideen Wichmann und das ist eine, wie immer, unbezahlte Werbung. Ich bekomme dafür nichts. Auch diese Gratispflanze war nicht abgesprochen. Ich freue mich total. Also kann ich absolut empfehlen, da mal zu bestellen oder mal im Shop zu gucken. Alle Pflanzen sind heil angekommen, sehen total gut aus. Wurzeln kann ich ja später beurteilen, aber erstmal absolut tadellos. Also Daumen hoch für Orchideen Wichmann und diese Bestellung ging im Übrigen auch super fix. Gut, ich danke euch, dass ihr dieses Short mit mir angeguckt habt. So short war es gar nicht. Aber ja, vielleicht mal was anderes. Macht's gut. Ciao.